Hallo, ich bin Toni, 28 Jahre alt und gehöre zum KCQ-Team. Ich wurde in Chemnitz geboren, habe an der TU Dresden Physik studiert und promoviere in der theoretischen Festkörperphysik. Dabei erforsche ich, wie sich Elektronen durch Quantenmaterialien bewegen. Weil ich Physik total spannend finde und auch Schülerinnen und Schüler dafür begeistern möchte, arbeite ich seit kurzem als Mathe- und Physiklehrer an einem Dresdner Gymnasium. Deshalb mache ich auch bei Quantube mit. Über die App KCQ habt ihr uns wieder richtig tolle Bonusfragen geschickt. Heute verrate ich euch, warum der Himmel blau ist, ob eine Flamme einen Schatten wirft und was dunkle Materie ist. Los geht's! Warum ist der Himmel blau? Diese Frage wurde mehrfach gestellt. Mögt ihr es auch, wenn der Himmel an schönen Tagen in tollem Blau erstrahlt? Die Ursache dafür ist das Zusammenspiel zwischen den Eigenschaften des Sonnenlichts und dem Aufbau unserer Atmosphäre. Die Atmosphäre ist die Lufthülle, die unsere Erde umgibt. Ist das Sonnenlicht blau? Nicht nur. Die Sonne strahlt Licht in vielen Farben ab, von Rot über Gelb und Grün bis Blau. An einem Regenbogen könnt ihr das ganz deutlich sehen. Wie bei einem Prisma wird das Sonnenlicht dort in seine Farben aufgespaltet, wenn es die kleinen Wassertröpfchen eines Regenschauers durchläuft. Das klappt aber nur, wenn es gleichzeitig regnet und die Sonne scheint. Aber zurück zum blauen Himmel. Unsere Atmosphäre besteht aus ganz vielen Atomen und Molekülen. Trifft das Licht auf diese Teilchen, prallt es quasi von ihnen ab und wird gestreut. Die blauen Bestandteile des Lichts werden dabei am stärksten abgelenkt. Wie beim Ping-Pong wird das blaue Licht zwischen Luftteilchen hin und her geworfen, bis es unsere Augen erreicht. Darum sieht der Himmel blau aus. Ist die Lichtstreuung ebenfalls der Grund für das Morgen- und Abendrot? Im Prinzip ja. Morgens und abends steht die Sonne sehr tief. Deshalb muss das Licht einen viel längeren Weg durch die Atmosphäre nehmen als etwa zur Mittagszeit. Das blaue Licht wird auf dieser Strecke so stark gestreut, dass es unsere Augen nicht mehr erreichen kann. Der Blauanteil des Lichts wird immer geringer und das Rot gewinnt die Überhand. Ergebnis: ein rot wirkender Himmel. Kann ein Feuer einen Schatten werfen, möchte ein 13-jähriges englisches Mädchen wissen. Für die Antwort darauf müssen wir zuerst klären, was die Flamme eines Feuers eigentlich ist. Was ist eine Flamme? Auf jeden Fall der markanteste Teil eines Feuers, der Licht und Wärme freisetzt. Im Prinzip ist die Flamme nichts anderes als brennendes Gas, das beim Verbrennungsprozess entsteht. Zudem befinden sich oft aus dem verbrannten Material freigesetzte Ruß- oder Aschepartikel in den Flammen. Der rötlich-gelbe Bereich einer Kerzenflamme besteht zum Beispiel aus glühendem Ruß. Die Hitze in der Flamme bis zu 1400 Grad Celsius bringt diese Partikelchen zum Leuchten. Und wirft das Feuer nun einen Schatten oder nicht? Grundsätzlich entsteht ein Schatten, wenn ein Lichtstrahl auf ein Objekt trifft und von diesem aufgenommen, absorbiert wird. Nun, ob eine Kerzenflamme Schatten wirft, lässt sich ganz einfach prüfen. Man stellt die Kerze vor eine weiße Wand und leuchtet mit einer Taschenlampe hindurch. Eigentlich dürften nur die Kerze selbst und der Docht zu sehen sein, weil die Flamme lichtdurchlässig ist. Trotzdem ist die Flamme als Schatten erkennbar. Warum? Weil die Rußpartikel in der Flamme lichtundurchlässig sind und den Schatten erzeugen. Also ja, Feuer kann einen Schatten werfen, muss es aber nicht. Gibt es auch Flammen ohne Rußteilchen? Ja, wenn man etwas, ein Gas oder anderes Material verbrennt, ohne dass dabei Rückstände entstehen. Dafür muss das Verhältnis zwischen Sauerstoff und dem verbrannten Material genau stimmen. Jedes Sauerstoffatom und jedes Atom des verbrannten Stoffes müssen zusammenpassen. Dann gibt es Flammen ohne Ruß. Streut man in diese Flammen Salz hinein, lassen sich oft ganz charakteristische Farbeffekte beobachten. Diese verraten uns, um welches Element es sich handelt. Natrium, Bestandteil von Kochsalz, leuchtet gelb, Lithium rot, Barium grün und Cäsium blau-violett. Das liegt daran, Achtung, Quantenphysik, dass die Atome, aus denen diese Salze bestehen, nur Licht von ganz bestimmter Farbe bzw. Wellenlänge aufnehmen oder aussenden können. Wenn solche Salzflammen keinen Ruß enthalten, werfen sie dann auch keinen Schatten? Das hängt davon ab, mit welcher Farbe man sie beleuchtet.
Das bedeutet, beleuchtet man eine solche Flamme mit Licht in der Farbe, welche die Flamme selbst aussendet, zum Beispiel Gelb mit Gelb, kann dieses Licht von der Flamme absorbiert werden. Ergebnis: Das gelbe Licht gelangt nicht hindurch und ein Schatten entsteht. Bei einem Licht anderer Farbe dagegen können die Atome des verbrannten Salzes dieses Licht nicht absorbieren. Nach den Gesetzen der Quantenphysik wirft das Feuer dann keinen Schatten. Übrigens, wenn Sonnenlicht auf ein solches Feuer trifft, kommt es generell nicht zur Schattenbildung. Warum nicht? Weil das Sonnenlicht sich aus nahezu allen Farben zusammensetzt. Es findet sich also praktisch immer eine Farbe, die nicht absorbiert wird. Eine hübsche Frage hat Lotte aus Deutschland für uns. Können Katzen wirklich im Dunkeln sehen? Ganz ohne Licht? Katzen können bei schlechten Lichtverhältnissen viel besser sehen als wir Menschen. Das liegt an einer spiegelnden Schicht, die sich im Hintergrund ihrer Augen befindet. Diese Schicht trägt den schönen Namen Tapetum lucidum. Das ist lateinisch und bedeutet leuchtender Teppich. Viele nachtaktive Tiere haben einen solchen Leuchtteppich, ebenso Hunde, Rinder oder Pferde. Er bewirkt außerdem einen Effekt, den ihr sicherlich schon einmal gesehen habt. Wenn Katzenaugen im Dunkeln von einem Lichtstrahl getroffen werden, sieht es aus, als ob sie leuchten. Also liebe Lotte, die Augen der Katzen können Licht in der Dämmerung und nachts besonders gut aufnehmen. Durch die spiegelnde Schicht wird es sozusagen zweifach durch ihre Augen geschickt. Ist es allerdings stockdunkel, ohne jeden Lichtstrahl, in einem Keller ohne Fenster und ohne Türspalt, dann sehen selbst Katzen nichts mehr. Zuletzt noch eine knifflige Frage von der 13-jährigen Alice aus Brasilien. Was ist dunkle Materie? Wenn wir in den Himmel schauen, sehen wir leuchtende Objekte. Sonne, Sterne und Galaxien schicken Licht in den Kosmos, Mond und Planeten reflektieren es. Doch ein großer Teil der Materie im Weltraum sendet kein Licht aus, ist für uns also nicht sichtbar und vermutlich trotzdem da. Die dunkle Materie. Sie ist in der Lage, andere Objekte durch ihre Schwerkraft, Gravitation genannt, zu beeinflussen bzw. anzuziehen. Aufgrund dieser Gravitationskräfte wissen wir auch, dass diese Form von Materie existieren muss. Wir leiten das beispielsweise aus der Beobachtung von Galaxien ab. Was sind Galaxien? In unserem Sonnensystem rotieren Planeten um unseren Stern, die Sonne. Im Weltall funktioniert das noch eine gewaltige Nummer größer, in den Galaxien. Das sind gigantische Ansammlungen von Sternen, die jeweils um das Zentrum der Galaxie kreisen. Was hat dunkle Materie damit zu tun? Ungewöhnlich ist die Geschwindigkeit, die für diese Drehbewegungen beobachtet wurde. So haben Messungen unter anderem in unserer Galaxie, der Milchstraße, ergeben, dass sich die äußeren Sterne viel schneller bewegen, als dies nach den physikalischen Gesetzen zu erwarten wäre. Theoretische Arbeiten in der Astrophysik erklären dieses Phänomen mit der Existenz dunkler Materie. Demnach muss es große Mengen von Materie geben, die durch ihre Gravitation die Bewegung der Galaxien stark beeinflusst. Himmelskörper können sich durch die Anziehungskraft dieser Materie schneller bewegen, ohne aus der Bahn zu fliegen. Woraus besteht die dunkle Materie? Das wissen wir nicht. Bisher konnte kein Experiment die Existenz der dunklen Materie nachweisen. Versteckt sie sich vielleicht in kleinen schwarzen Löchern? Zurzeit ist das Konzept der dunklen Materie und der damit verbundenen Energie eher ein Erklärungsversuch für Bewegungsprozesse im Weltraum, wie die Rotationsgeschwindigkeit von Galaxien oder auch die sich beschleunigende Ausdehnung des Universums. Verstanden haben wir das aber noch nicht so genau. Vielleicht bekommst du das in Zukunft raus. Und nun noch viel Spaß mit Katze Kuh und bis zur nächsten Folge Kurze Pause Wissenschaft.